Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Batman, The Telltale Series. Ihr seht wieder oben rechts den kleinen Hinweis. Dieses Spiel wurde mir vom Entwickler zur Verfügung gestellt, kostenfrei. Das muss ich erwähnen. Und wir sind gerade dabei, mit Hermann Falcone in ein Nebenzimmer zu gehen. Und das werden wir mal weiter tun. Mit ihm hier, wo alle Gäste gesehen haben, wie wir ihm die Hand geschüttelt haben. Mr. Falcone, my analysts say we're raising triple with Mayor Hill. Hey, what's... Private audience. What? Oh, come on, guys. Bruce? You'll be fine out there, Harvey. I saw plenty of skirts to keep you busy for a few minutes. Harvey stays with us. A man's home is his castle. I respect that. Seen and not heard. Whatever you... What did I say? Arroganter Arsch. Den würde ich ja gerne mal ans Bein Mr. pinkeln. District Attorney here wants to make sure the rules are followed. But in my experience, there's the law, and there's doing what's right. You understand? And I'd rather see Harvey actually help this city instead of just saying he will. Unlike most people I've met, Harvey actually has integrity. He's trying to make Gotham a better place. So am I. So are you. Hey, we all carry this city on our broken backs. Might lighten the load if we do so together. Hmm? I ain't here to chinwag about politics, Mr. Wayne. Gives me indigestion. I got enough of that as is. So, let's talk relationship. What? Chalk this for me. Be a pal. I can get Harvey the mayor's seat. Or I can pull it out from under. Nein, ich reib dir doch nicht hier seinen Stab ein. Whatever happened to being a gracious host? Ich Okay, bin... imagine. This is me. And these are all my friends in Gotham. The businesses, restaurants, clubs, docks, unions, politicians. I make them all move. And I want to keep everything moving if Harvey gets elected. That's why I came here tonight to your lovely home, hoping to make a new friend. One who can help Mr. Dent see the light, if need be. Between your businesses and mine, I bet we employ half the city. Look, I'm only talking to you because Harvey asked, trusting a friend to know what's best for Gotham. Now that's a predicament. You listen to me, kid. I know somewhere inside that tuxedo you understand this situation. Money gets money. The risks, the alliances, the hidden costs. Your father knew which hands to shake. Ey, lass mal meinen Vater da raus, ja? And which to break. Don't you dare talk about my father. You're getting worked up over nothing. Hell, I knew him longer than you did. People don't say no to me. Not for long. Na, wollen wir doch mal sehen. Master Bruce, your guests are leaving. Oh. I recommend seeing them out. You wouldn't want to be rude. Ja, das sollte ich tun. Heed your butler's advice, kid. Oh, and I'm no longer interested in buying the house. The owner's a prick. And he's gonna get what's coming to him. Wart mal ab. Warte mal ab, Hermann, Herbert. Gott, das war das ganze Intro. Alter Vater, fast eine halbe Stunde Intro. Batman, The Telltale Series. Bisher nur Quicktime-Events und Gespräche. Mal gucken, was noch so kommt. Rockabouts. It's me.
Choreografie. Es wurde auch getanzt in diesem Spiel. Oder es wird noch getanzt. Episode 1. Reich der Schatten. Another brutal week in Gotham, folks. A string of home invasions rippled through the city's already crime-infested East End. Apparently, the bandits are using stolen GCPD battery rams to force their way in. Oh, das sind, glaube ich, die Tickets von unserem Kinobesuch, unsere Eltern aufgegangen sind. We have breaking news tonight. 5 criminals are in custody this evening after a break-in at City Hall. The notorious Batman was on the scene, but failed to secure the stolen items. Not all of them. Let's see what she was really after. Ah, okay, das haben wir also sichern können, das ist sehr schön. So. Warum ist das... Warte mal, ich muss mal gerade was gucken. Ist das gewollt, dass da die schwarzen Balken sind, oder habe ich etwa die ganze Zeit eine... Nö, ich habe die richtige Auflösung. 1920 mal 1080. Dann ist das wohl so gewollt, dass wir da oben Streifen haben. So, was haben wir denn hier? Kinokarten ansehen. Ein kleiner Seufzer. Und die reden da die ganze Zeit im Hintergrund. Da noch Datenschnittstelle. The back computer should be able to read whatever data is on that stolen drive. Ich denke mal, das hier ist der Bad-Computer, oder? Codex. Verbrecherkartei lesen. Okay. Jetzt reden die ganze Zeit da. Das ist natürlich kacke. Was haben wir denn hier? Thomas und Martha Wayne, verstorben. Thomas und Martha Wayne, verstorben, Gründer von Wayne Enterprises. Meine Eltern, sie haben unermüdlich gearbeitet, um denen in Gotham City zu helfen, die weniger Glück hatten, bis sie in der Crime Alley von einem Mann namens Joe Chill erschossen wurden. Ich habe es zu meiner Lebensmission gemacht, die Stadt in ihrem Gedenken von der Korruption zu befreien. Alfred Pennyworth, Butler der Familie Wayne. Halt den Mund, du Fernseher. Der treue, geduldige, immer hilfreiche Elfe. Er ist meine Geheimwaffe und der einzige Grund, dass ich weiterhin jede Nacht tun kann, was ich tue, trotz seiner häufigen Proteste. Ohne ihn würde das alles hier rasch auseinanderfallen. Harvey Dent, Staatsanwalt von Gotham City, Bürgermeisterkandidat. Einer meiner ältesten Freunde. Er hat eine Menge großartiger Ideen, wie man Gotham retten könnte, aber sein Ego bringt ihn immer wieder in Schwierigkeiten. Dennoch ist es schwierig, Einwände gegen seine Bilanz an erfolgreichen Strafverfolgung zu erheben, die beste in Gotham seit 50 Jahren. Hamilton Hill, Bürgermeister von Gotham City. Bestes Beispiel dafür, was in dieser Stadt falsch läuft. Korrupt und von Grund auf verdorben. Die anstehende Wahl sollte seiner Regierung ein Ende bereiten. Katzeneinbrecherin. Verbrechen, Einbruch, einfacher Diebstahl. Neue Kriminelle auf der Bildfläche, wird mit zahlreichen Einbrüchen in Verbindung gebracht. Sie ist effektiv und hinterlässt nicht viele Spuren. Zurzeit hat das GCPD keine Anhaltspunkte. Ich wünschte, ich wüsste mehr über sie. James Gordon, Lieutenant GCPD, Abteilung für Schwerverbrechen, Verwandte Barbara Gordon, Tochter. Ein Polizist wie aus dem Lehrbuch, vertrauenswürdig und eine zuverlässige Informationsquelle. Familienvater, also ist er nicht bereit, auf der Straße irgendwelche Risiken einzugehen. Vicky Vale, Enthüllungsjournalistin Gotham Gazette. Eine der ehrgeizigsten und kompetentesten Reporterinnen der Gazette. Ich habe von ihr gelesen. Sie gleitet manchmal aufs Boulevardniveau ab, aber ihre Leidenschaft für die Wahrheit lässt sich nicht abstreiten. Sie ist schon eine Weile bei der Zeitung angestellt und hat alle möglichen Themen behandelt. Jemand wie sie hat Kontakte, die für die andere töten würden. Vielleicht ist sie über die Lage in Gotham sogar besser informiert als ich. Ich werde eines Tages vielleicht herausfinden müssen, was sie weiß. Carmine Falcone, Besitzer des Skyline Clubs, Kopf der Verbrecherfamilie Falcone. Die schlimmsten Verbrecher sind diejenigen, die versuchen, sich unter die High Society zu mischen. Er scheint überall mitzumischen. Schmuggel, Immobilien, Bestechung, Betrug. Ich könnte ihn ins Gefängnis werfen, aber er wäre am nächsten Tag wieder frei. Ich könnte eine seiner Operationen ausheben, aber es kämen einfach 2 neue nach. Sein Imperium ist umfangreich und vielschichtig. Eine Verurteilung verlangt nach stichhaltigen und zulässigen Beweisen. Gotham City, Einwohner 10 Millionen. Diese Stadt ist wie eine lebendige Kreatur. Sie wächst immer weiter, nach außen und nach oben. Die Menschen, die hier leben, sind Überlebende. Sie müssen es sein. Und sie verdienen etwas Besseres als die Korruption, die an diesem Ort herrscht. Arkham Asylum, gegründet im November 1921. Die einzige Hochsicherheitsnervenheilanstalt in Gotham City. Bis jetzt.
in jeder Hinsicht veraltet. Das Gebäude fällt auseinander, die Ausstattung antiquiert und die Methoden der Belegschaft lassen viel zu wünschen übrig. Wenn das Thomas und Martha Wayne Memorial Hospital eröffnet, werden diese Patienten endlich die Behandlung bekommen, die sie benötigen. Wayne Enterprises, gegründet 1870. Multinationaler Konzern, der von meinen Vorfahren gegründet wurde und viele Arten von Produktion und Finanzen abdeckt. Ich habe einen Mehrheitsanteil von meinem Vater geerbt, habe aber mit dem Tagesgeschäft nichts zu tun. Die Abteilung für Forschung und Entwicklung hat sich jedoch als hilfreich für meine privaten Interessen erwiesen. Und das war's. Gut. Gut, dann haben wir das. Was haben wir hier für Medienberichte? Wir lesen jetzt mal ein bisschen. Benutzen Sie W und S zum Scrollen. Staatsanwalt Dent fordert vom Bürgermeister Verurteilung der Selbstjustiz. Gothams Staatsanwalt Harvey Dent fordert das Büro des Bürgermeisters auf, sich öffentlich gegen die Welle der Selbstjustiz zu wenden, die derzeit durch die Straßen fegt. Bürgermeister Hill kann vom Büro der Staatsanwaltschaft keine Strafverfolgung auf anderer Basis als der gesetzlichen erwarten, sagte Dent während einer Pressekonferenz im Rathaus. Dent vertritt eine harte Haltung gegenüber Selbstjustiz in Gotham, was sowohl die vermehrten Schießereien durch bewaffnete Bürgerwehren wie auch den kostümierten Superhelden Batman betrifft. Dank eines der kürzesten strafrechtlichen Überhangsregister des gesamten Staates erfreut sich Dent derzeit großer Beliebtheit. Seit er im Alter von 26 Jahren zu Gothams jüngsten Staatsanwalt wurde, war sein bahnbrechendes Programm zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern Teil jener Plattform, die seine jüngsten erfolgreichen Bemühungen für eine Wiederwahl angetrieben hat. Lieutenant der Polizei zur Führung einer Sondereinheit berufen. In Reaktion auf die alarmierende Zunahme des kriminellen Geredes in Gothams Unterwelt hat Commissioner Peter Grogan von Gotham City Polizeileutnant James Gordon mit der Führung einer Sondereinheit betraut. Früher am Tag betonte Lieutenant Gordon in einer Pressekonferenz: Wir sind uns der kriminellen Elemente bewusst, die in unserer Stadt auftauchen und im großen Stil mobilisieren. Sie sind derzeit unbekannt, aber nicht unbemerkt. Wir werden sie finden. Vor seinem Eintritt in das GCPD und den bald folgenden Beförderungen verdiente sich Gordon eine ehrenhafte Entlassung aus dem USMC. Er hat wiederholt erwähnt, was ihn das Marinekorps zu dem Mann gemacht hat, der er heute ist. Wayne Enterprises finanziert Ersatz für Arkham Asylum. Der wohltätige Zweig von Wayne Enterprises unter Leitung von Robert und Regina Sellerbach hat die Finanzierung einer neuen Pflegeeinrichtung für psychisch Kranke bekannt gegeben, welche das veraltete Arkham Asylum ersetzen wird. Seit Jahren hat die alte Anstalt durch menschenunwürdige Behandlung der Patienten und gewaltsame, oftmals tödliche Ausbrüche von Insassen für Schlagzeilen gesorgt. All dies soll jedoch bald der Vergangenheit angehören. Das Thomas und Martha Wayne Memorial Hospital, so der Name der zukünftigen Einrichtung, wird eine Mischung aus Hochsicherheitsverwahrung und modernen Pflegemethoden für psychisch Kranke anbieten, um den Leidenden echte Heilung angedeihen zu lassen. Es werden bereits ambitionierte Pläne ausgearbeitet, Arkhams derzeitige Insassen bei Abschluss der Bauarbeiten zu überstellen und ein entscheidendes Programm zur Rehabilitierung und Entlassung zu implementieren. So, da haben wir mal ganz schön viel gelesen. Da haben wir was wir nicht angucken können. Da haben wir das Datenlaufwerk. Das können wir uns mal angucken. Können wir es auch mitnehmen? Das wäre super. Okay, wir nehmen es auch mit. So, haben wir denn noch was hier? Apparatetisch. Ersatzenterhaken. Spare grapple. Can't believe I let her take that. Ah, okay, sie hat auch diese Enterhaken abgenommen. Rauchkugeln. Well, the test run at the mayor's office was a success. Vor allem Kugeln, das sieht so gar nicht aus wie Kugeln. Batarang! I should see if I can refine the edge. Could be sharper. Ja, einfach noch ein bisschen schleifen, würde ich sagen, ne? So, was haben wir hier noch? EMP-Haft-Taser. Can deliver a jolt or knock out electricity in the area. I suppose that Catwoman would have preferred the latter. Und damit haben wir sie ziemlich flach gelegt. Sensoren zur Spurenerfassung. The newest edition can program it to reveal trace elements in a confined space. Okay. Batman ist ja eigentlich auch eher so ein Detektiv, ne? Der ist ja eigentlich gar nicht so dieser mega Superheld. Zumindest war das früher nicht. Früher war immer, es gibt auch einige Computerspiele von Batman, wo er sehr auf den Detektiv-Part konzentriert ist. Suit absorbed most of the damage from that gunshot, and I've got to protect my back, even from the police. Ja. So, und da haben wir noch die Maske. Holographic lenses, voice modulation. Wayne Enterprises really outdid themselves with this version. Okay. Gut, dann analysieren wir mal das Datenlaufwerk. Und ich gehe endlich dieser Fernseher aus.
Der nervt ganz schön. Ach so, man muss erst... Ach so, ja. Bei mir zu Hause auch. Muss ich einen USB-Stick einstecken, dann kommt der Stuhl erst rausgefahren. Ohne USB-Stick kann man nicht sitzen bei mir. Ah, nee. Hat er jetzt erst reingetan. Okay. Encrypted. Natürlich. Wayne Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court, and a movie theatre. And yet I always find you here. In a dark, damp cave. In front of a computer. I'm more at home here than the rest of the house, you know that. Then we should build an 8th bedroom down there. Sure, I can see the headlines now. Bruce Wayne, billionaire, entrepreneur, cave dweller. Quite an eclectic resume. Did you find out what that, Catwoman tried to steal? Well, in the process. What are we looking at? Let me try a different angle. Was? Anderer Winkel auf das Entschlüsselungsding. Bett. Ist doch gar nicht entschlüsselt, der Datenträger. Benutze WASD, um das Hologramm zu drehen. Okay. Da ist irgendwas markiert hier. Kann das? This is a map of the East Side shoreline. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs. Everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. Ja, du hast ja erst 0%. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zellerback away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. Before the game switched from billiards to cutthroat. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. Yeah, thanks for the interruption. And it wasn't for you, Bruce. I was worried I might drink all my good scotch. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? Never seen her before. Hopefully, she's just a tourist. No, I already checked the codex. Not much to find, apparently. Few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. That's not the point. I want criminals to know I'm out there. Batman isn't hiding from anybody. I was talking about Bruce. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out now. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office... Ach was. It would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. I have a job to do, okay? A responsibility to this city. You know why I do this. For the car, I presume. Well, the car helps. Oh yes, you drive that thing like a bat out of hell. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. Visitenkarte. I thought I saw Oz. It's been, what, 20 years? Yes, Oz. Last time I saw him, we were in grade school. Indeed, you two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints? That's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now, I haven't the faintest idea. Do you think he might know something about the break-in? This Catwoman shows up around the same time Oswald comes back to town. Might not be a coincidence.
Oswald's crimes, numerous they may be, are on a much smaller scale than robbing City Hall. Well, he was always trouble growing up, but it's the fun kind of trouble. You both were. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. Cobblepot. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. Errungenschaft freigeschaltet, wenn die Flucht gelingt. Und den Cobblepot Park werden wir uns in der nächsten Folge ansehen. Inhalte werden aktualisiert, Datenaustausch mit Server? What the fuck? Ich danke euch sehr fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Batman The Telltale Series wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüsschen!